Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass sich dein Geist weigert, zur Ruhe zu kommen? Das ist vielleicht so ein Gefühl, wo du dir vorstellen kannst, in einem Ozean voller Gedanken zu ertrinken. Und ja, wir kennen das alle, diesen Lärm im Kopf von diesem einem System, von dieser einen Software, die in unseren allen Gehirnen steckt, die ganze Zeit irgendwas quasselt und einfach nicht aufhören kann davon. Und du hast dir vielleicht mal vorgestellt, wie es wäre, wenn dieses System, dieses Ding, was die ganze Zeit Gedanken produziert, mal zur Ruhe kommen würde, wie sich das anfühlt. Und wie du weißt, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Forschung das Thema Bewusstseins drin und vor allem das Thema Meditation und Tiefentrance und Tiefenmeditation. Habe auch sogar ein Buch geschrieben namens Deep Meditation und habe da versucht, eine Methode zu entwickeln, die sehr, sehr effektiv ist und die vor allem auch langhaltig anhält. Ja. Und ich nenne es das Cloud-Protokoll. Es ist ein Protokoll, was 5 Phasen hat, und wir werden gleich diese 5 Phasen durchgehen und du wirst danach einfach verstehen, und wenn du es übst, was es bedeutet, mal im Kopf still zu sein. Ja. Und deswegen lass uns gleich beginnen mit dem ersten Protokoll, und zwar: Du druckst dir eine Stopptafel aus oder du machst dir einen Screenshot von einer Stopptafel und schaust dir diese Stopptafel einfach mal an, dass du sie eingeprägt, dass du dieses Bild visuell so 1-2 Minuten vor dir hast, damit du, wenn du die Augen zumachst und diese Stopptafel dir vorstellen kannst, dann besser visualisieren kannst. Ja. Dann fangen wir sozusagen mit der ersten Phase an, und ich nenne die erste Phase, das Gehirn darauf vorzubereiten durch binaurale Beats. Ja. Also du solltest idealerweise Theta-Frequenzen hören, denn diese helfen dir allgemein, das Gehirn in diesen Zustand hineinzubringen, wo du grundsätzlich schon weniger Gedanken hast. Und deswegen ist es besser, wenn du Gedankenstille trainieren willst und das langanhaltig, dass du eine Frequenz hörst, die dir hilft, in sozusagen grundsätzlich die Gehirnwellen der Gedanken, sprich Beta-Wellen, zu reduzieren, und damit wirst du viel einfacher Effekte erleben, weil das Gehirn schwingt nicht in dieser Gedankenfrequenz. Ja. Also du hörst dir Theta-Frequenzen an, da gibt es alle möglichen. Ich kann dir ein paar empfehlen, die du testen kannst. Einfach auf der Brainwave 3D App, einfach im Apple oder Play Store Brainwave 3D suchen. Dort gibt es sehr viele Theta-Frequenzen. Eine, die ich dir empfehlen kann, die gut hilft, ist die Deep Theta Meditation Frequency. Gibt es aber viele andere, die auch ein Theta sind, die du einfach nutzen kannst. Ja, du hörst sie an mindestens 6 Minuten. Ich empfehle so 10 Minuten zu hören. Und während du diese Frequenzen hörst, machst du eine Atemtechnik, und zwar machst du 3 Durchläufe. Du kannst auch mehr machen, ja, und zwar, ich nenne das Hyperventilation. Das ist dann die Phase 2 vom Cloud-Protokoll. Hyperventilation bedeutet, du fängst an, sehr tief zu atmen durch den Mund, also wirklich so und so tief wie möglich und so schnell wie möglich ausatmen. Das machst du so ungefähr 1 Minute, also wirklich so, und versuch so viel wie möglich Sauerstoff zu inhalieren. Das machst du 1 Minute, und dann machst du 30 Sekunden Pause. Ja, du kannst auch 1 Minute Pause machen, aber ich habe erkannt, dass es 30 Sekunden sehr, sehr gut ist. Und dann machst du wieder 1 Minute Hyperventilation, dann wieder 30 Sekunden Pause, und das machst du 3 bis 5 Mal, je nachdem, wie du gerade Bock hast. Du wirst bei dieser Atemtechnik sehr, sehr schnell merken, dass dir vielleicht schwindelig wird, dass du einen Piepston hörst, dass sich dein Bewusstsein sofort erweitert, wie bei manchen Trips, wo jemand so externe Substanzen zu sich nimmt, Psychedelika zum Beispiel, kannst du mit dieser Atemtechnik auch schon leichte erste Effekte indizieren. Ja. Das heißt, du hörst dir Frequenzen an, während du die Frequenzen hörst, machst du diese Atemtechnik, und dann kommen wir in die Visualisierung, in die 3. Phase des Protokolls. Die 3. Phase ist, du stellst dir vor, wie du auf einen Berg hinauf gehst, und dann legst du dich am Berg oben in die Wiese und blickst in den Himmel. Und während du in den Himmel blickst, stellst du dir vor, dass immer wenn Gedanken kommen, dass diese Gedanken die Wolken sind und dass du beim Ausatmen diese Wolken wegbläst.
und dass die Gedanken sozusagen von selber verschwinden. Denn unser Unterbewusstsein ist ein System, welches mit Bildern und mit Emotionen mehr anfangen kann als mit Worten oder mit irgendwelchen anderen Techniken. Ja. Und deswegen, wenn du durch die Atemtechnik in einen erweiterten Bewusstseinszustand kommst, durch die Frequenzen grundsätzlich schon deine Gedanken reduziert hast, dann geht es darum, dass du dann durch diese Technik grundsätzlich ein visuelles Trainingssystem aufbaust, wie du dich von Gedanken befreien kannst. Und das wird, du wirst es merken, sehr, sehr gut funktionieren. Dann kommen wir zur nächsten Phase, wenn du das machst, und das kannst du machen, wie du magst, dass du dann in die Gedankenstopp-Technik gehst. Das heißt, immer wenn dann ein Gedanke kommt, stellst du diese Stopptafel vor dir vor und du wirst merken, wie am Anfang, dass du dir bewusst wirst, dass du gerade wieder einen Gedanken hast, und diese Stopptafel ist sowas wie eine riesengroße Erinnerung, so ein Schreck. Ich denke schon wieder nach. Ja? Und dann stellst du dir die Wolke vor, beim Ausatmen verschwindet sie wieder, und dann versuchst du, diese Stopptafel zu halten vor dir am Himmel. Ne? Also du siehst diesen Himmel, und wenn du nachdenkst, dann zack, mach dir bewusst, dass die Stopptafel wieder da ist, und dadurch trainierst du dein Unterbewusstsein auf Stille. Ja? Und das machst du so lange, bis wir dann in die fünfte und die letzte Phase des Protokolls eintauchen. Und zwar fängst du dann so nach 10 Minuten ungefähr, oder wenn du das Gefühl hast, jetzt passt es, die 5. Phase an. Und zwar das Zählen. Du zählst von 10 bis 0 hinunter und versuchst diesen blauen Himmel, also blauer Himmel heißt Gedankenstille, sind Wolken da, heißt das, du denkst gerade nach. Und wenn du diesen blauen Himmel vor dir siehst, dass du dann anfängst von 10 auf 9 hinunter zu zählen. Du kannst dir auch am Himmel sozusagen eine Zahl vorstellen, musst du aber nicht zwingend. Also stellst dir diese Zahl vor, 10, 9, und dann ist am Anfang das Ziel, dass du von 10 bis 0 zählst und dabei nicht nachdenkst. Wenn du das geschafft hast beim ersten Durchlauf, versuchst du dasselbe nochmal von 10 bis 0, jedoch lässt du dir mehr Abstand zwischen den ganzen Zahlen, also 10, 9, 8 und so weiter. Und wenn du bei 0 bist, wirst du merken, so wow, ich habe zwischen den Zahlen habe ich 10 Sekunden gehabt, wo ich keinen einzigen Gedanken hatte. Das ist schon für viele ein Phänomen. Ja? Und dann machst du den nächsten Durchlauf, wo du noch mehr Abstand hast und noch mehr und so weiter. Und dann dehnst du deinen Abstand zwischen den Zahlen aus. Du kannst dann in die nächste Phase gehen, wo du dann sagst, okay, du sagst 10 und dann hältst du das N 10. Und das machst du sehr lange. Und dann ist Pause. 10, 20, 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, 9, weil dadurch weiß das Gehirn, was danach kommt, was ist das Protokoll eigentlich. Also wir nutzen sozusagen den Verstand, um ihn mit seinen eigenen Werkzeugen auszuhebeln. Ja? Und das waren sozusagen die 5 Schritte, die ich entwickelt habe, um selber in die Gedankenstille zu kommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, und ich wiederhole es nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Erste Phase ist, du schaust dir diese Stopptafel an, ausgedruckt, dann hörst du binaurale Beats, Theta-Frequenzen, Brainwave 3D App, einfach reinschauen. Zweite Phase ist, du machst diese Hyperventilation, 1 Minute tief atmen, dann 30 Sekunden Pause, dann wieder 1 Minute tief atmen, dann wieder 30 Sekunden Pause und so weiter. Die Frequenz läuft noch weiter, das machst du so 3 Durchläufe ungefähr. Die nächste Phase ist, du stellst dir vor, du gehst auf den Himmel, legst dich hin, blickst in den Himmel, und wenn du merkst, dass Gedanken da sind, stellst du diese Stopptafel vor, die erinnert dich, okay, ich muss aufhören. Und dann stellst du dir vor, wie diese Wolken verschwinden, und dann versuchst du diesen blauen Himmel zu halten, darum auch Cloud-Protokoll. Die nächste Phase ist dann die Phase, wo du dann anfängst zu zählen von 10 bis 0, und da geht es dann dabei, dass du diese Abstände zwischen den Zahlen immer weiter ausdehnst. Und immer, wenn du diese Übung mehrmals gemacht hast, idealerweise vor allem am Anfang empfehle ich dir so, das dauert ungefähr so 10 Minuten, wenn du sie machst, diese Übung. Ich entwickle dazu vielleicht sogar eine eigene Frequenz, eine Theta-Frequenz für Gedankenstille, die findest du dann auch in der Brainwave 3D App. Auf jeden Fall, wenn diese fertig ist, dann blende ich dir hier das Cover ein dazu. In jedem Fall, wenn du das gemacht hast, so 10, 15 Minuten wird es circa dauern, dann wirst du merken, wie du nach dem ersten Durchlauf wirklich leichter in diese Gedankenstille kommst, weil du dein Gehirn damit umprogrammierst auf Gedankenstille durch die eigenen Methoden des Verstandes selbst. Ja.
Und wenn du anfängst, vor allem in der ersten Phase, diese Frequenz öfter zu hören und diese Methode, dieses Protokoll öfter zu machen, dann wirst du merken, also ich meine mit öfter machen, vor allem in den ersten 7 Tagen wirklich mehrmals am Tag. Also wenn du clever bist, und das ist so eine Geheimmethode von mir, das ist so der Booster, du setzt dir einfach mit der App Mindfulness so einen Timer, der jede Stunde so eine Klangschale ertönen lässt. Und dann machst du jede Stunde 10 Minuten Meditation und hörst dir eben diese 10 Minuten an und trainierst jede Stunde in diese totale Gedankenstille zu kommen. Und später wirst du so nach ein paar Tagen die Frequenz nicht brauchen, du wirst die Visualisierung nicht brauchen, du wirst vielleicht nur die Zahlen brauchen, aber du wirst an dem Punkt zumindest sein, wo du dann irgendwann später selber einfach eine Ohrbugs rein tun kannst, Schlafmaske, deine Sinne von der Außenwelt komplett loslässt und du meditierst und du wirst merken, da kommt nichts mehr. Ja? Und wenn du dann 10 Minuten meditieren kannst, ohne einen einzigen Gedanken, dann hast du meinen Respekt, dann hast du den Jackpot geknackt, denn dann geht es darum, das weiter, also regelmäßig zu meditieren und diese 10 Minuten auszudehnen auf 20 Minuten, 30 Minuten und dann mehr Einheiten zu machen, wo du komplett in der Gedankenstille bist. Denn das führt dich auf der Dr. David Hawkins Bewusstseinstabelle in den Zustand des Friedens, der nicht mehr weit weg von der Erleuchtung ist. Ja? Denn wenn du wirst das merken, du wirst dadurch kreativer, du wirst produktiver. Viele sagen so, ich habe keine Zeit dafür, aber ich sage dir was, wenn du das trotzdem tust, dann wirst du merken, du hattest keine Zeit, das nicht zu tun. Denn du wirst halt viel mehr Lebensqualität haben, du wirst glücklicher sein. Die ganzen Gedankenketten auch während des Tages werden verschwinden. Du wirst einfach mehr im Jetzt und im Hier sein, also im Hier und Jetzt sein. Du wirst Glückshormone ausschütten, produktiver, kreativer. Alle Dinge, die du brauchst, wofür du früher Stunden gebraucht hast, brauchst du vielleicht nur noch ein paar Minuten, weil du einfach mehr Produktivität, mehr Kapazität hast, weil die Gedanken verursachen die meiste Energieverschwendung in unserem System. Und wenn du diese reduzierst, dann hast du mehr Ressourcen, mit denen du besser handeln kannst. Ja. Ich hoffe, diese Technik funktioniert bei dir. Teste sie bitte und schreib mir unbedingt, wie sie bei dir gewirkt hat. Und ich freue mich sehr, dass du das Video angesehen hast. Wenn du weitere solche Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Unterstütze den Kanal, indem du einen Kommentar da lässt, ein Like da lässt, das Video an deine Freunde teilst, damit sie auch noch mehr Bewusstsein in ihr Leben bringen, noch bewusster werden. Und ich freue mich sehr, 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 dich im nächsten Video wiederzusehen. Viel Freude mit dieser Cloud, mit diesem Cloud-Protokoll.